Es gibt sie noch, die Wohnmobile für unter 50.000 Euro. 44.938 Euro. Wir sind bei Pössl, hier heißt es Summit 540 Modell Shine. Ja, 5,40 Meter lang und das Ganze unter 3,5 Tonnen. Wir haben 5,41 Meter und 2,58 Meter Höhe, 2,5 Meter Breite, 605 Kilo Zuladung und der Grundpreis 44.938 Euro. Und es gibt diverse Pakete, wie hier steht, mal wieder für 56, aber ich denke mir, vielen langt vielleicht auch die Basisversion, die dann selber ausbauen möchten. 44.938 als Citroën Shine 540. Seite sieht so aus, innen drin. Ihr werdet verwundert sein, ihr denkt vielleicht, naja, da kriege ich dann ein sehr, sehr einfaches Fahrzeug. Nein, so viel kann ich sagen. Es sind natürlich keine Leichtmetallfelgen jetzt mit dabei und. Aber viele brauchen das gar nicht. Die möchten eigentlich ein Neufahrzeug haben, einen richtigen Camper, mit dem sie alles erleben können, unternehmen können und sich nicht vielleicht in riesen Kosten stürzen. 60, 80, 100.000 Euro. Vielen langt ein Fahrzeug für unter 50.000 Euro. Ja, wir haben hier natürlich keine flächenbündigen Fenster, aber es sind richtig tolle Fenster, die allerdings eine Begrenzung haben. Man kann sie nicht ganz öffnen. Das ist also ganz wichtig, weil sonst könnte es passieren, dass man hier eine Kollision erleidet. Also da bitte vorsichtig sein beim Öffnen und viele haben auch hier einen Anschlagsbegrenzer mit dabei. Das können wir mal zeigen. Also hier habe ich viel Ladevolumen. Ich habe natürlich eine begrenzte Länge bei 5 Meter und etwas über 40. Da ist der Platz natürlich etwas eingeschränkt, sodass ich hier einen Querschläfer habe. Also das ist ein typisches Querschläferfahrzeug hier mit eingebaut. So sieht das Ganze aus. Du hast ein Querschläferbett hier mit drin und da an der Seite nochmal ein Schrank. Dahinter könnte aber auch sich ein bisschen Technik verbergen. Zum Beispiel Gasflaschen. Also 2 11 Kilo Gasflaschen können hier rein. Und die können natürlich auch später nachgerüstet werden mit Do-Control und so weiter und so fort. Auch hier, die Matratzen haben eine ordentliche Dicke. Ich habe einen Lattenrost mit dabei. Auch das Ganze kann ich hier nochmal rausnehmen, wenn ich jetzt was Größeres transportieren möchte. Und auch diese Trennwand hier, die kann ich demontieren und kann dann durchladen von vorne nach hinten, zum Beispiel ein Surfbrett und so weiter. Hier ist der Wassertank. Auch das ist schon mit eingebaut. Auch die Dämmung, Fahrzeugdämmung, das ist alles drin, inklusive der Verdunklung hier auf der Seite. Die ist oben hier montiert. Und wir schließen mal hinten. Das mal zumachen. Und auf der Seite mal schließen. So sieht er von hinten aus. Der Citroën Jumper. Auch hier bekomme ich europaweiten Service. Die ganzen Fahrzeuge sind natürlich alle sehr bauähnlich. Ob ich jetzt einen neuen Opel habe, einen Citroën oder ein Peugeot. All die werden auf der gleichen Basis gebaut wie der Fiat Ducato. Aber haben natürlich Unterschiede. Der Motor ist teils anders. Ich glaube, dem Fiat Ducato ist das Automatikgetriebe vorbehalten. Aber es geht ja hier jetzt mal um ein Budgetfahrzeug, bei dem wir mal zeigen können, was geht denn für das Geld. Was schon mal sehr beeindruckend ist, man hat hier nicht auf eine Doppelsitzbank bestanden. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Der Kühlschrank Dometic ist mit drin. Der hat ein abgesetztes Bedienteil. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Denn ihr seht, hier oben kann ich den Kühlschrank ja nicht bedienen. Aber ich kann ihn von oben dem Bedienfeld aus bedienen. Dann habe ich keine Doppelsitzbank mit drin, sondern so eine Art Face-to-Face-Sitzgruppe mit dem Fahrersitz, mit einem ganz kleinen Tisch, den ich auch noch Höhen verstellen kann. Das ist also ziemlich cool, finde ich. Und dadurch ist da nicht so viel im Weg drin. Also das ist so ein typisches, ich sag mal, 2-Personen-Fahrzeug, was ich optimal benutzen kann. Das ist der Sitz mit drin, der ist aber ordentlich, hat hier Seitenwangen mit drin, einen richtigen Seitenhalt und dadurch ergibt sich natürlich hier ein Raumgefühl hier drin, als könnte man tanzen. Ich kann euch das mal zeigen, indem ich mal in den Raum reingehe, das Ganze hier mal reinfilme. Also hier hast du richtig Platz dadurch, dass der Stuhl hier an der Seite nicht da ist und das ist der Platz, den du dann gebrauchen kannst, um dich umzuziehen oder dich einfach mal mit 2 Leuten aneinander vorbei zu bewegen. Die
Klappe hier ist natürlich die Arbeitsplattenerweiterung, ist auf der Seite mit drin. Das geht natürlich nicht auf der Kühlschrankseite, allein technisch nicht. Und hier oben hast du dann die Bedienelemente mit drin. Hier ist schon das neue Truma-Bedienelement mit drin. Und hier sieht man also sehr, sehr schön, dass das ein Bussystem ist, mit dem ich wirklich ganz, ganz viel steuern kann. Alle Geräte, die damit kompatibel sind. Also zurzeit halt der Kühlschrank, der kann gesteuert werden über das Panel. Das ist hier mit eingebaut. Das Dometic Panel, was hier mit drin ist, das ist ein Multifunktionspanel hier von CBE, was eingebaut ist. Ich habe hier seitlich noch ein paar Ablagen, die ich nutzen kann. Und das ist Aufbau. Die Fahrhaus-Klimaanlage ist hier mit drin, Multifunktionslenkrad hier bei dem Modell schon mit eingebaut und ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Man kriegt dafür ein nagelneues Fahrzeug, das muss man auch sehen. Also ich muss dann auch nichts ausbauen. Hier habe ich ein großes Verdunklungssystem, was ich einfach zuziehen kann in 0, nichts, und ich habe eine Privacy-Funktion, das heißt, ich kann es auch ein bisschen unten lassen oder oben lassen, dann können die Leute nicht so leicht von außen nach innen reinschauen. Das ist natürlich bei so einem flachen Fahrzeug nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das sind die Seitenverdunklungssysteme, die sind funktionieren so. Und was immer noch cool ist, ist dieser Einzelsitz. Also das sieht man extrem selten. Hier oben habe ich dann ein Schienensystem und einen kleinen Schrank. Gucken, wie der aktiviert wird. Wahrscheinlich muss ich einfach nur ziehen. So ist es auch. Ich habe ein Heki, ein Hebekippfenster habe ich hier, ein Kurbelheki mit drin. Das kann ich dann öffnen. Hier ist der Küchenblock mit 3 Schubladen und einem riesengroßen Kochfeld. Das ist hier mit drin. Also ein 2-Flammen-Kochfeld mit Spüle. Vielleicht sollte man den nicht gerade so stehen lassen, sondern hier rüber drehen. Wenn man ihn dann öffnet, dann geht es dann aufs Polster drauf. Und umlaufend komplett hier eine Schrankreihe, die sich um das ganze Querbett einfach drumherum begibt. Also Querbett hier drin, für eine Person natürlich optimal, die kann quer schlafen, egal wie lang sie ist. Die kann dann auch, ich denke mal, 2 Meter lang sein, wenn sie einfach quer schläft, also diagonal. Ansonsten einfach nebeneinander schlafen. Die Breite vom Bett, die kann ich gleich mal abfilmen. Also das habt ihr ja von außen gesehen, da hat man richtig viel Platz. Hier nochmal ein großer Schrank, der hinten drin ist, wo ich also jede Menge Fächer habe. Das Ganze auf allen Seiten. Also hier ist nochmal ein Schrank mit drin und hier ein Schrank. Aber ich denke, so als Reisefahrzeug für kleine Städtetouren sehr, sehr schön. Hier 230 Volt Anschluss, Wechselrichter und Lithium lässt sich mittlerweile relativ preiswert nachrüsten. Das Ganze geht sogar zum Beispiel bei Leontron Plug and Play. Das funktioniert ansonsten hier in der Werkstatt bei Glück. Ich habe 2 Abläufe mit drin und ziemlich cool hier mit drin. Ich habe das Schwenkbad, was ich auch bei anderen Fahrzeugen hier bei Glück habe. Trenta zum Beispiel, indem ich einfach aus dem Badezimmer jetzt eine riesen Dusche machen kann, ohne dass ich groß umbauen muss. Das heißt, ich schwenke also einfach rüber, habe jetzt hier oben meine Duschbrausearmatur. Und wenn ich fertig bin mit Duschen, hier habe ich dann noch meine ganzen Seifen und Deos und Duschgels, die ich hier reinmachen kann. Und wenn ich dann fertig bin, dann drehe ich einfach zurück und habe jetzt hier ganz normal meinen Badbereich mit der Toilette. Ja, das war es schon. 2 große Sitze. Das Modell heißt Shine. Und ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das spricht Bände. Am besten das Ganze mal persönlich anschauen. Ich zeige euch nochmal gerade das Preissheet hier. Das ist die Preisliste. Also, was ist denn alles dabei? Also, unter 3,5 Tonnen. Das ist dieser Easy Move Tisch, den ich gezeigt habe, den man ganz leicht bewegen kann. Einzelsitz anstatt Sitzbank inklusive Erweiterungsoptionen. Atmosphärische Beleuchtung, cool. Dann ESP, ASR und Hillholder, Faltverdunklungssystem, Fahrerhaus, Trittstufe ist mit drin, der Kühlschrank in beide Seiten zu öffnen, Einstiegsbeleuchtung, Schließhilfe, Softlock. So, Zentralregelung mit Fernbedienung, 2 Jahre Herstellergarantie, Lichtschiene mit passendem und so weiter und so fort. Also mit 120 PS und einer Zuladung von 605 Kilogramm kostet er 44.938 Euro. Und wie er hier steht, mit noch ein paar Extras mit drin,
Dann gibt es so ein All-In-Paket, mega, was weiß ich, das könnt ihr dann per Stammbild auch lesen. 56.906 mit noch ein paar Extras mit drin. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und ja, heute 20. September 2022. Der Tag geht zumindest bei mir zu Ende jetzt bei Glück in Sulzemoos. Morgen und übermorgen drehen wir noch weiter und am Freitag, da bin ich bei einem Hersteller für kleine Wohnwagen. Das Ganze hier unweit von hier. Lasst euch überraschen. Danke, tschüss und abonniert German Television Summit Shine 540. Tschüss.